Jesus selbst spricht darüber. In Matthäus 18, Vers 10 sagt er einen Satz, über den fast alle hinweglesen. Er warnt seine Jünger: Seht zu, dass ihr keines von diesen Kleinen verachtet. Und dann sagt er das hier: Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Halt! Lies das nochmal. Ihre Engel. Nicht die Engel. Ihre. Das heißt, jedes dieser Kleinen hat einen Engel, der ihm gehört. Und dieser Engel hat einen Job, der dich verändern wird, wenn du ihn verstehst. Er steht im Thronsaal Gottes. Er sieht das Angesicht des Vaters. Er hört, was Gott sagt. Und dann kommt er zu dir zurück. Aber Jesus ist nicht der Einzige, der so etwas sagt. Geh weiter zur Apostelgeschichte, Kapitel 12. Petrus ist im Gefängnis. Herodes hat ihn gefangen genommen und morgen früh soll er hingerichtet werden. Die Gemeinde ist in einem Haus versammelt und betet die ganze Nacht für ihn. Mitten in der Nacht erscheint ein Engel in seiner Zelle. Die Ketten fallen ab. Die Türen öffnen sich. Petrus läuft durch die Stadt frei. Er klopft an die Tür des Hauses, in dem die Gemeinde betet. Eine junge Frau namens Rhode öffnet, erkennt seine Stimme und rennt vor Freude zurück, ohne ihm zu öffnen. Sie sagt: Petrus steht draußen. Und jetzt wird es interessant. Die Leute glauben ihr nicht. Sie sagen: Du bist verrückt. Und als sie darauf besteht, antworten sie etwas, das nur einen Sinn ergibt, wenn das frühe Christentum eine bestimmte Sache geglaubt hat. Sie sagen in Apostelgeschichte 12, Vers 15, es ist sein Engel. Sein Engel. Nicht ein Engel, nicht ein Bote vom Himmel, sein Engel. Diese Christen, die direkt von Jesus oder seinen Aposteln gelernt hatten, gingen ganz selbstverständlich davon aus, dass jeder Gläubige seinen eigenen Engel hat. So selbstverständlich, dass sie es als Erklärung in einem Notfall benutzten. Das war keine Theorie, das war Alltagswissen. Aber was bedeutet das für dich, für deine Vergangenheit? Warst du jemals wirklich allein oder war da nicht doch immer jemand, der auf dich aufgepasst hat? Eine Nacht, die hätte schiefgehen können. Ein Anruf, der zur richtigen Zeit kam. Bleib dran und erfahre, was die Bibel dir als nächstes sagt. Es wirft ein ganz neues Licht auf jeden einzelnen Tag, den du je gelebt hast. Hier kommt der dritte Beweis dafür, dass du einen Schutzengel hast. Im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 14, stellt der Schreiber eine Frage. Eine Frage, die so beiläufig daherkommt, dass die meisten sie überlesen. Aber wenn du verstehst, was sie wirklich bedeutet, wirst du nie wieder dasselbe denken, wenn du das Wort Engel hörst. Er fragt: Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer willen, die das Heil erben sollen? Halt bei einem Wort: ausgesandt. Das griechische Wort dahinter heißt Apostellomena. Es ist dasselbe Wort, von dem auch Apostel kommt. Es bedeutet, für eine bestimmte Aufgabe abkommandiert, wie ein Soldat zu einem Posten, wie ein Bote auf einen Weg, mit Auftrag, mit Ziel, mit Adresse. Engel werden nicht zufällig durch dein Leben gespült, sie werden geschickt, persönlich, für dich. Du bist die Adresse. Während du gerade frühstückst, während du im Stau stehst, während du nicht schlafen kannst, gibt es ein Wesen, das im selben Moment vor dem Thron Gottes steht, und dort wird gerade über dich gesprochen. Du bist nicht vergessen, du bist nicht übersehen. Dein Name fällt in einem Raum, den du noch nie betreten hast. Aber vielleicht denkst du jetzt, das gilt für die Heiligen, das gilt für die Apostel, das gilt für die starken Beter. Aber für mich? Ich habe doch noch nichts geleistet. Beweis Nummer 4 räumt mit diesem Gedanken auf. Endgültig. Geh zurück zum ersten Buch Mose, Kapitel 21. Da ist eine Frau namens Hagar. Sie ist allein in der Wüste mit ihrem kleinen Sohn Ismael. Das Wasser ist alle. Das Kind weint. Sie legt ihn unter einen Strauch, weil sie ihn nicht sterben sehen will. Sie geht weg, setzt sich hin und beginnt selbst zu weinen. Und dann sagt die Schrift: Gott hörte das Schreien des Knaben, und ein Engel ruft Hagar vom Himmel zu. Er zeigt ihr eine Quelle. Das Kind überlebt. Das ist das Muster der Bibel. Engel sind nicht erst da, wenn du dich verdient hast. Sie sind da, weil Gott dich gewollt hat, bevor du etwas beweisen konntest, bevor du verstehst, was Glaube überhaupt ist. Wenn Gott einen Engel zu einem weinenden Kind in der Wüste schickt, dann hat er auch einen zu dir geschickt, lange bevor du wusstest, wer er ist. Denk an den Tag deiner Geburt. Du weißt nichts mehr davon. Aber jemand war da, der jeden einzelnen Moment gesehen hat. Denk an den Moment, als du fast etwas Schreckliches getan hast, und es ist nicht passiert.
Du hast es damals Glück genannt. Denk an die Nacht, in der du allein geweint hast. Und plötzlich kam dieser eine Gedanke, der dich gerettet hat. Denk an das Auto, das dich um Zentimeter verfehlt hat, an den Anruf, der genau im richtigen Moment kam, an den Fremden, der etwas zu dir sagte, das dich für Wochen verändert hat. Du hast immer einen Begleiter gehabt. Du hast es nur nicht gewusst. Und damit kommen wir zum letzten Beweis, dem 5. Beweis dafür, dass du einen Schutzengel hast, dem, der alle anderen besiegelt. Psalm 91, Vers 11. Und dieser Vers ist kein Wunsch, kein Vielleicht, kein Eventuell. Es ist ein Befehl Gottes, wörtlich. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, nicht nur auf den schönen, nicht nur auf den geraden, nicht nur auf den geistlichen, allen. Auf dem Weg zur Schule, als du 5 warst, auf dem Weg nach Hause, als du verzweifelt warst, auf dem Weg ins Krankenhaus, auf dem Weg, der dich kaputt gemacht hat, auf dem Weg, der dich wieder aufgerichtet hat, auf allen, auch dem Weg, der gerade vor dir liegt. 5 Beweise. Aus dem Mund Jesu, aus dem Alltag der ersten Christen, aus dem Hebräerbrief, aus der Wüste Hagars, aus dem Mund Davids in den Psalmen. Du hast einen Schutzengel. Das ist keine Theorie, das ist keine fromme Hoffnung, das ist die durchgehende Stimme der Bibel. Du warst nie allein, nicht eine Sekunde, denk immer daran. Schreibe Engel in die Kommentare, wenn du jetzt wieder weißt, dass ein Engel für dich da ist. Ich würde mich auch sehr über einen Like und ein Abonnement meines Kanals freuen. Danke.